glaube, ich werde jetzt keine Nudeln essen für eine lange, lange Zeit. Für jedes Spiel meiner Karriere habe ich vor dem Spiel Nudeln gegessen und das werde ich jetzt erstmal nicht vermissen. Ja, es war ja so, dass ich eigentlich die ganzen letzten Wochen hin schon gemerkt habe, das geht nicht mehr, der Fuß spielt nicht mehr mit. Ich habe viel mit Schmerzen gespielt dieses Jahr und habe dann auch teilweise Schmerzmittel nehmen müssen, habe mich ein paar Mal spritzen lassen im Fuß. Das hat einfach so keinen Sinn mehr gemacht. Und das habe ich natürlich gemerkt die Saison über und habe natürlich gehofft, vielleicht wird es am Ende der Saison noch mal besser und dann kannst du sagen, dann kannst du vielleicht noch mal ein Jahr dranhängen, aber es wurde einfach nicht besser und das habe ich ja gemerkt. Und da war jetzt dann nur die Frage, hey, ziehst du es wirklich im Sommer die Entscheidung? Was machst du? Lässt du den Körper nicht mehr runterfahren und überlegst du noch mal alles? Oder sagst du es wirklich beim letzten Spiel? Und dann war ja echt, die Entscheidung ging dann bis zum Schluss. Ja, ich habe ja dann wirklich nur, ich glaube, 1 oder 2 Tage vorher entschieden, okay, ich gebe es bekannt. Und ich wollte es nicht unbedingt auch in den Medien bekannt geben, sondern mir war das wichtig, wenn dann, dass es die Fans zuerst hören und meine Mitspieler und alle drumherum, bevor ich da eine Pressekonferenz mache. Und deswegen fand ich das super, dass das so gelaufen ist. Und und für mich, wie gesagt, ist dann so ein bisschen eine Last von der Schulter gefallen, weil die Entscheidung und alles war natürlich schwer für mich die letzten paar Wochen und viel überlegt. Aber das war perfekt. Ja, der Abend war perfekt, dass die 5 Leute da gekommen sind, meine Idole, die ganze Feier, die Zeremonie danach und dass ich danach doch sagen konnte, okay, das war mein letztes Heimspiel. Hätte ich mir gar nicht besser träumen oder vorstellen können. Nur vielleicht, dass das noch ein Playoff-Spiel gewesen wäre. Ich glaube, das wäre das Einzige, was das noch besser machen hätte können. Aber ansonsten war das perfekt. Für mich war das wichtige Spiel an dem Dienstag, das Heimspiel, das letzte Mal vor heimischem Publikum in der Halle, in der ich seit 2001 oder 2002 spiele. Vor den Fans, die mich so lange unterstützt haben. Für mich war das Spiel am Dienstag eigentlich das Große und das Wichtige und so bin ich das auch angegangen, emotional. Und deswegen habe ich da auch gleich alles von Anfang an voll reingelegt und habe auch den Mannschaftskollegen gesagt, hey, gib mir den Ball jedes Mal. Ja. Das war so, für mich war das Dienstagsspiel, das Heimspiel das Wichtigere und wollte dann einfach schauen, am Mittwoch schauen, was geht, schauen, was der Körper noch hergibt. Und deswegen, wie gesagt, dann am Mittwoch vor dem Spiel war ich ein bisschen müde. Emotional müde auch nach so einem tollen Abend. Ja, habe mich da aber nochmal natürlich toll motivieren können. Hab dann natürlich die ganze Routine, die Warm-up-Routine noch mal gemacht und habe dann noch ein paar Leute gesehen vor dem Spiel und die haben schon gesagt, hey, danke für alles. Und habe dann noch ein paar Dallas-Fans schon in der Halle gesehen und das war dann schon leicht, mich noch mal zu motivieren. Und dann haben die Spurs ja das Video gespielt. Ich habe vorher schon gewusst, dass die ein bisschen was machen wollen, aber wusste nicht genau, was sie da planen. Und dann das Video und schaue so die ersten 10, 15 Sekunden an. Und so war okay. Und dann ging es immer weiter und immer weiter. Und nicht nur, dass die Highlights von meiner Karriere gezeigt haben, sogar Highlights gegen die Spurs, wie ich gegen die Spurs gepunktet habe. Und das war dann echt nochmal super emotional für mich. Habe ich da echt ich weiß nicht, ob das letzte Spiel
letzte Mal und dann, dass man so ein Video auswärts kriegt von Fans eigentlich oder von einem Verein, wo der eigentlich Rivale ist, dass man sowas bekommt, das fand ich super und schön und überwältigend auch. Und von daher hat es mich da nochmal kurz zusammengeflasht für eine Minute oder zwei. Und war aber super dankbar zu den Spurs, dass sie sowas für mich machen, dass sowas möglich ist. Das fand ich toll. Und dann war ich natürlich super motiviert fürs Spiel. Dann habe ich echt nochmal alles gegeben. Also eigentlich hatte ich geplant, voll am Dienstag voll zu spielen und dann am Mittwoch nur vielleicht erste Halbzeit oder sogar nur erstes Viertel. Und dann habe ich das Video gesehen und habe dann auch nochmal hoch ins Publikum geschaut, wie viele Mavs-Fans da waren. Ja, das war ja fast wie ein Heimspiel für uns. Ja, wie viele 41 Trikots ich gesehen habe. Und die Mavericks haben ihre ganze Organisation runtergefahren mit über 300 Leuten. Und das hat mich dann echt natürlich schon mal gepusht und wollte dann echt auch nochmal ein gutes Spiel machen und hab dann echt nochmal alles gegeben. Ich habe einen Holger kurz vor dem Spiel gesucht, wo er war. Dann wusste ich, wo Jessica sitzt mit Freunden und Familie. Und ich wusste, wo unsere Suite war, wo die anderen Freunde und die alle runtergefahren sind, war. Und ansonsten viele Gesichter, die ich nicht kannte und trotzdem Schilder von mir hatten. Danke Dirk und Trikots anhatten. Und war schon Wahnsinn. Und dann war ich ja einmal in der zweiten Halbzeit, werde ich auch nicht vergessen, war ich an der Freiwurflinie oder im vierten Viertel und da habe ich natürlich die MVP-Rufe gehört. Ja, und das auswärts, das hätte ich mir natürlich nie erträumen lassen, dass sowas mal passiert. Bei einem Auswärtsspiel, klar zu Hause ist es ein tolles Gefühl, aber auswärts ist es nochmal was richtig Spezielles und werde ich genießen. Oder habe ich genossen und werde ich auch für den Rest meines Lebens nicht vergessen. Der erste Bus war schon längst weg und dann bin ich nochmal zurück und wollte dann in den Bus und dann haben dann meine ganze Familie, meine ganzen Freunde noch gewartet, die ja extra zum Spiel runterkommen. Manche sind geflogen, manche sind gefahren. Und dann waren dann so locker nochmal 20, 25 Leute da und dann hab ich da nochmal echt 10 Minuten mit denen gestanden da und habe das nochmal Revue passieren lassen, auch das Spiel nochmal und alle umarmt. Und dann bin ich ein letztes Mal in den Bus und bin im Flieger. Und im Flieger habe ich dann schon gesagt, hey, hast du Pizza da, habt ihr irgendwas da, was ungesund ist? Aber war eigentlich relativ noch gesund. Und dann habe ich aber danach 2 oder 3 Kekse gegessen. Und ein Glas Rotwein habe ich noch getrunken. Es war ja nur ein kurzer Flug, war nur 3 Stunden oder so. Ich schätze mal schon, dass ich jetzt einfach nur mal die Seele baumeln lassen will, dass ich relaxen will, dass ich, wenn ich jetzt mich nachmittags 3 Stunden in die Sonne legen will, dann mache ich das mal. Aber es muss in 1, 2 Jährchen nach Reisen, alles das muss schon auch noch ein bisschen was kommen. Es muss, der Wettbewerbswille muss gestillt werden, da müssen schon noch ein paar Challenges kommen im Leben, ein paar Hürden, die ich nehmen muss. Und in Deutschland mit der Stiftung planen wir da die Akademie jetzt, wo wir so ein bisschen die Mentoren ausbilden, die direkt auf die Kids einwirken können. Da freuen wir uns drauf und da werde ich mit Sicherheit auch viel involviert
sein. Aber im Endeffekt werde ich schon im Basketballsport erhalten bleiben. Ich meine, das habe ich immer gesagt. Das habe ich ja nicht einfach nur so gesagt, sondern der Sport hat mir so viel gegeben über die letzten 25 Jahre. Ich habe immer erzählt, der Sport hat mich in Länder getrieben. Da war ich noch in meinen Teenagerjahren. Ja, da sind meine Schulkollegen noch nicht mal aus Würzburg raus gewesen. Da war ich schon unterwegs mit der Nationalmannschaft und habe Kadetten, Junioren, Nationalmannschaft gespielt in sämtlichen Ländern. Und der Sport hat mir so viel gezeigt und gegeben und bin rumgekommen und habe Leute getroffen und Kulturen kennengelernt. Da kann ich nicht einfach sagen, okay, Basketball, das war's, ich bin jetzt weg. Das läuft so nicht. Und in welcher Funktion ist es noch? Natürlich nicht raus. Klar, gerne hier bei den Mavericks wahrscheinlich, aber muss auch nicht unbedingt sein. Also ich würde nicht 100% sagen, dass ich in 2-3 Jahren bei den Mavericks bin. Also es kann auch was in einer anderen Funktion sein, dass ich Kids irgendwo helfe oder dass ich mal sowas mache, was der Holger für mich gemacht hat. Das ist natürlich schon Wahnsinn, was der Holger für mich damals alles gemacht hat mit 15, 16, wo ja keiner so richtig wusste, wo es hingeht. Dass er so viel Zeit in mich investiert hat und als Mentor mich da großgezogen hat. Und das könnte ich mir schon auch vorstellen. Und es ist dem Holger, glaube ich, auch so ein bisschen wichtig, dass ich so mal was für andere Kids mache. Und schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Also da ist jetzt im Moment noch alles offen. Aber freue mich auf die Zukunft auf jeden Fall.